Was schenkt man einem Tabletop-Veteranen zum Geburtstag, der wirklich schon alles hat? Genau, einen selbstgemachten Kuchen. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, Kuchen da, Kuchen da. Aber nicht irgendeinen Kuchen, sondern eine Tabletop-Torte, auf der die Geburtstagskerzen durch Zombies ersetzt werden. Schließlich sind ab einem gewissen Alter auch Gags über den körperlichen Verfall erlaubt. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Diese Torte entstand gemeinsam mit 11 Freunden, denn für das Geburtstagskind wurden eine Menge Zombies benötigt. Jeder von uns sollte mit rund 4 Wochen Vorlauf etwa 5 bis 6 beliebige Untote bemalen, damit ich sie auf der Torte verbasteln konnte. Da die Torte abseits der Kamera entstand, weil ich zunächst kein Video darüber drehen wollte, zeige ich euch die Bastelschritte nun im Nachhinein anhand eines Kuchenstücks. Zunächst braucht ihr Hartschaum. Ich habe hier noch einen Rest in Kuchenstückform. Für eine komplette Torte benötigt ihr natürlich einen kreisrunden Zylinder. Da sich am Proxxon Thermocut aber nur rund 14,5 cm hohe Bauteile zuschneiden lassen, müsst ihr bei großen Torten wie dieser einen halben Zylinder zuschneiden, der mindestens doppelt so hoch ist wie eure spätere Torte. Denn euer Kuchenstück oder Zylinder wird zunächst in Scheiben geschnitten. Ich nehme hier 2 rund 1 cm hohe Scheiben und 3 etwa 1,5 cm hohe Scheiben. Übereinander gelegt ergeben sie die Schichten des geplanten Kuchenstücks bzw. der Torte. Habt ihr einen Halbzylinder zugeschnitten, schneidet doppelt so viele Stücke zu und klebt dann jeweils 2 Halbkreise zu einem vollen Kreis zusammen. Als nächstes braucht ihr Spachtelmasse und etwas zum Einfärben. Ich nehme Pigmente, aber es geht auch ganz normale Acrylfarbe. Gegebenenfalls müsst ihr dann nur etwas mehr Wasser beimischen. Der linke und mittlere Farbton sind für die 2 Schichten der Torte, das dunkelbraun rechts für die spätere Schokoglasur. Nehmt für diese Glasur am besten keine Spachtelmasse, sondern weißen und hochwertigen Gips, wie zum Beispiel Stevalin. Gebt jeweils ein wenig Pigment bzw. Farbe in die Becher und rührt dann zunächst nur die beiden Spachtelmassenbottiche mit Wasser an. Bestreicht die Außenseiten eurer Torte mit dem eingefärbten Mix und tupft anschließend mit einem angefeuchteten Schaumstoffstück eine Struktur auf die Seiten. Kratzt abschließend eventuellen Überschuss von den Unter- und Oberseiten ab, damit sich alle Teile später nahtlos zusammenkleben lassen. Es schadet übrigens nichts, wenn die Unter- und Oberseiten am Rand etwas Farbe abbekommen. Im Gegenteil. Sobald nach ein paar Stunden alles halbwegs getrocknet ist, können die Teile übereinander geklebt, festgedrückt und auf einen passenden Sockel gestellt werden. Rührt nun euren Gips an und lasst ihn etwas anziehen, bis er etwa so dickflüssig wie eine Schokoglasur ist. Dann könnt ihr euren Mix vorsichtig auf euren Kuchen gießen und am Rand herunterlaufen lassen. Kerzen oder erste Miniaturen lassen sich jetzt noch einarbeiten, aber für mehr reicht die Verarbeitungszeit des Gipses leider nicht. Sobald die Gipsglasur fester wird, kürzt die herabgelaufenen Tropfen, damit der Kuchen seine feste Standfläche beibehält. Lasst danach alles gut aushärten, um jetzt die Miniaturen vorzubereiten. Die müssen nämlich von eventuellen Bases befreit und für einen optimalen Halt auf der Torte idealerweise an einem Fuß gestiftet werden. Hierzu ein Tipp, wenn ihr das mit Freunden zusammen angeht: betont unbedingt, dass die Minis maximal mit Sekundenkleber auf Bases geklebt werden dürfen, damit ihr sie später einfach ablösen könnt. Alles andere ist einfach nur ein mega Aufwand und schlimmstenfalls auch eine riesen Dremelsauerei. Bohrt dann Löcher in die getrocknete Glasur, um die Miniaturen hineinzustecken und mit 2 Komponentenkleber zu fixieren. Denn bei einem Geschenk, das eventuell noch hin und her transportiert werden muss, gehe ich persönlich gerne auf Nummer sicher. Aber wenn man vorsichtig ist, reicht natürlich auch Sekundenkleber. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und Freunde zusammentrommeln, um in gemeinsamer Runde jede Menge Zombies zu bemalen. Denn wie ihr sehen könnt, kommen so die verschiedensten Kreaturen, Modelle und Bemalstile zusammen. Kleine Partyhütchen aus Green Stuff sind übrigens schnell modelliert. Und ganz viel Spaß anschließend bei der Übergabe auf der entsprechenden Geburtstagsparty. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder nüchtern im nächsten Video. Bis dann!